Wenn ich schnell einen Kuchen backen möchte, dann ist das tatsächlich einer meiner Liebsten. Er besteht aus einem einfachen Haferteig, einer cremigen Quarkfüllung, saftigen Zwetschgen und richtig knusprigen Streuseln. Und obwohl wir hier ein paar verschiedene Schritte haben, ist der Kuchen überhaupt nicht kompliziert und eignet sich perfekt, wenn man spontan Lust auf etwas Selbstgebackenes bekommt. Ich beginne heute mit den Streuseln und dafür brauchen wir Butter, braunen Zucker, Mehl, etwas Vanille und Zimt und eine kleine Prise Salz. Kurz mit den Händen verkneten, bis wir eine schöne streuselartige Konsistenz haben. Einen kleinen Trick habe ich bei den Streuseln für dich. Ich zubereite den Streusel immer als erstes und stelle ihn kalt. Dadurch werden sie beim Backen besonders knusprig. Und wir machen mit dem Teig weiter. Das geht auch ganz einfach und schnell. Erst das weiche Butter und Zucker in eine Schüssel geben und auch eine kleine Prise Salz. Und das schlagen wir mit dem Mixer schön cremig. Danach kommt das Ei dazu und nochmal kurz weiterschlagen. Hier wirklich nur ganz kurz weiterschlagen und dann am Ende soll es so richtig schön cremig sein. Und jetzt habe ich hier noch Mehl. Dazu gebe ich Backpulver, Vanille und Zimt. Und ich gebe auch super gerne ein paar Kardamomkapseln dazu. Und genau das mag ich an diesem Kuchen besonders, die Kombination von Zimt und Kardamom. Das gibt dem Kuchen einen richtig schönen nordischen Geschmack. Die trockenen Zutaten gebe ich jetzt dazu. Und auch die Haferflocken. Die Haferflocken geben den Kuchen nämlich einen richtig schönen Crunch. Und jetzt noch mal ganz kurz vermischen. So, und damit ist der Teig schon mal fertig. Und dann die Backform schön einfetten. Und dann geben wir den Teig in die Backform. Da dieser Teig etwas weich und klebrig ist, am besten die Finger mit Mehl bedecken und dann mit den bemehlten Fingern den Teig gleichmäßig in die Form verteilen. Die Form stelle ich jetzt ebenfalls kalt, während ich die Füllung vorbereite. Für die Füllung brauchen wir Quark. Oder du könntest auch stattdessen Schmand nehmen, klappt auch genauso gut. Und dann brauchen wir noch Zucker, ein Ei, Vanille, Puddingpulver oder 40 Gramm Speisestärke und eine Teelöffel Vanille, kleine Prise Salz und den Abrieb einer Bio-Zitrone. Und das Ganze kurz vermischen. Damit ist die Füllung auch schon mal fertig und jetzt bleiben nur noch natürlich die Zwetschgen. Ich halbiere sie und entferne die Steine. Die Idee für diesen Kuchen stammt tatsächlich von einem sehr bekannten finnischen Blaubeer-Schmandkuchen. Dieser Kuchen ist in Finnland super beliebt und wird wahrscheinlich von allen Kuchen am häufigsten gebacken. Und gerade jetzt zur Zwetschgensaison musste ich ihn mit Zwetschgen ausprobieren. Und damit haben wir alles für den Kuchen bereit und jetzt kannst du auch den Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze und 175 Grad. Dann können wir den Kuchen schon zusammensetzen. Erst kommt
die cremige Quarkfüllung schön gleichmäßig verteilen und dann die Zwetschgen. Ich finde gerade die Kombination aus den säuerlichen Zwetschgen und der cremigen, leicht süßen Quarkfüllung macht diesen Kuchen so lecker. Und zum Schluss kommen natürlich unsere Streuseln schön auf den ganzen Kuchen verteilen. Mein Backofen ist schon vorgeheizt und jetzt wird der Kuchen 45 Minuten auf der unteren Schiene gebacken. Danach schalte ich den Ofen aus, öffne die Tür einen Spalt und lasse den Kuchen noch etwa 30 Minuten im ausgeschalteten Ofen stehen. Anschließend sollte der Kuchen am besten vollständig abkühlen, bevor ihr ihn anschneidet. Und jetzt können wir ihn endlich anschneiden. Schaut euch diese Schichten an. Der knusprige Streusel, die cremige Quarkfüllung und dazwischen die saftigen Zwetschgen. Ich mag diesen Kuchen, weil er trotz verschiedenen Schichten überhaupt nicht kompliziert ist und man ihn auch mit vielen verschiedenen Früchten und Beeren machen kann. Wenn ihr Zwetschgen genauso liebt wie ich, habe ich übrigens viele andere leckere Zwetschgenrezepte auf meinem Kanal. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und pinne in den Kommentaren an. Also, wenn du noch mehr Inspiration für die Zwetschgensaison suchst, dann schau dort gerne vorbei. Wenn dir mein leckeres Zwetschgenkuchenrezept gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn du neu auf meinem Kanal bist und keine neuen Rezepte verpassen möchtest, kannst du jetzt abonnieren. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.